mich. It's hard to believe, aber es scheint das gleiche Los Angeles zu sein, wie es Ice-T beschrien hat. Home of the body bag, shotguns and crack dealers. Und dennoch ist alles anders. Keine Sunless Saturdays wie bei der Gruppe Fishbone, sondern für den Leadsänger der Chili Peppers, Anthony Kiedis, ein Gang under the bridge in der warmen Sonne Hollywoods. You want to know what's the difference between our background and Ice-T's background and Fishbone's background? Mm-hmm. Well, we're all LA musical groups, and I believe that Ice-T comes from South Central Los Angeles, which is a lot different from Hollywood. It's a poor black ghetto, whereas we lived in Hollywood, where it's kind of a mixture of a ghetto and rich people and a bunch of freaks in between. So, you know, that's a big difference there. Für eine Crossover-Band wäre es in den 90er Jahren uncool, nicht Solidarität zu üben mit den diskriminierten Schwarzen in South Central. Deshalb Power of Equality als erster Titel ihres neuen Albums. Auch der Bühnenaufzug will das zeigen. Demonstriert wird eine raue, entschiedene Haltung, als wären die Chili Peppers deklassierte Jungs aus dem Ghetto. I don't know, I guess we've always had it okay. We've always been able to eat and stuff. We've always had it okay, but I mean, probably the first 7 years of being in this band, we were sort of on the lower ebb of the income scale, but that was okay because, you know, we didn't really know any different, and we always managed to survive, and we played the music that we wanted to play, and we liked doing it. Arrogant und publikumsverächtlich, das hört man auch. Die Studioproduktionen zeigen mehr Power und Einsatz als die Konzertauftritte. Das Publikum liebt uns, auch wenn wir schlecht sind, so die Chili Peppers dazu. Aber wenn Sänger Kiedis die Entstehung der Band erklärt, kann man ihre Haltung zu Live-Konzerten verstehen. I was never a singer. I accidentally stumbled into the situation. I was a rogue, and all of my friends were musicians like Flea. Flea used to play drums, and then he played trumpet, and then he picked up the bass guitar when Hillel had a rock and roll band called Anthem. And I used to introduce them. Gegründet 1983 als eine Band mit einem Song, brachten es die Chili Peppers in 4 Jahren zu 3 Platten. Das ganze Spektakel hat 3 Produzenten und 2 Schlagzeuger verschlissen. Ein exzessives Leben. 1988, das schlimmste Jahr für die Chili Peppers. Die Produktion Abbey Road war ein letzter großer Witz. Dann starb der Gitarrist der Chili Peppers, Hillel Slovak, an einer Überdosis. Der Spaß war vorbei. 1989. Mother's Milk brachte 2 neue Mitglieder. Damit viel neue Hoffnung und die Spekulation, die Plattenfirma zu wechseln. We dumped that shitty record label anyway. EMI. We left those losers in the dust. $6 Millionen später. Die Chili Peppers sind gemacht. Die ehemals Gefürchteten sind zusammen mit dem Boss von Def Jam, Rick Rubin, in einer ruhigen und komfortablen Villa untergebracht. Ergebnis: Blood Sugar Sex Magik. Experience than any of the other records we ever made because, you know, the difference between a studio and making a house into a studio is a very, very large difference. You know, in the house, we all had bedrooms in the house. We slept there, we woke up, and we just hung out together for about a month and a half. So I think the focus was pretty together. Because we didn't have the pressure of the clock ticking away, and it was just very relaxed. And we were all together. When we wanted to work, we would work, and it was just kind of like waking up and working in your house. It's a good feeling. Die Red Hot Chili Peppers behaupten, dass sie nur so viel Geld verdienen wollen, wie sie für ihre Arbeit brauchen. Sie geben sich als Anti-Yuppies aus, auch wenn sie in vollen Zügen genießen, was sie erreicht haben. Sie sind nun heraus aus den kleinen Aufnahmestudios und die Videos der Sunny Boys sind draußen in der Sonne, in großartiger Landschaft gedreht. Für die Hollywood 4 wird es nach der harten Europatournee ein Genuss sein, wieder den Komfort in ihrem Hollywood zu genießen. Sonne, Sand und die vielen kleinen Extras. Give it away. I had a good time because we were in the desert and it was hot and sunny and there were some cute makeup girls. Give it away, give it away, give it away now.
when we return from this tour, I'm going to have this new rehearsal studio built in my house. And I'm going to have the freedom to jam with whoever I want, whenever I want, at any time. On the way over to this show, we drove from Munich. I drove 250 kilometers per hour. 200. In a bus? No, in a Mercedes. Egal, ob die Chili Peppers weiteren Erfolg haben werden mit ihrem neuen Plattenvertrag oder nicht. Die Chili Peppers werden in die Geschichte eingehen mit ihrem Image. Kurze Hosen, Socken über den Willies und ihrer stetig wachsenden Sammlung von Tätowierungen. It's just about having fun and, you know, permanently altering your body and taking a little bit of pain to get a little bit of beauty. And is it part of the image from the Peppers? It's more of like a personal living choice. I mean, we don't sit around and say, well, we could create this image of a band with tattoos if we all got them. But these new hats and glasses are definitely an image thing.